Schiffsmodellbau kann ein sinnvolles und kreatives Hobby sein. Es ist heute eher vom Aussterben bedroht, weshalb wir darüber berichten wollen, bevor es ganz in Vergessenheit gerät. Denn die junge Generation hat an solchen doch eher komplexen Handwerklichkeiten kaum bis kein Interesse mehr. Die Modelle, die heute am 20.08. beim Schaufahren im Park Planten und Blumen gezeigt werden, sind von den Mitgliedern der Schiffsmodellbauclubs Elmshorn und Hamburg gebaut worden. Weil das Interesse bei den Jugendlichen tatsächlich überhaupt nicht da ist in die Richtung. Das heißt, mal kurz ins Wasser setzen und das war's dann. Und aber auch nicht länger fahren oder sich darum kümmern. Und es ist eigentlich ja ein Hobby, was ich behaupte mal, was so langsam ausstirbt. Auch mit Fertigmodellen. Es wird wohl nicht so die Zukunft haben. Es wird immer ein paar Verrückte geben, wie uns, aber sonst im Großen und Ganzen sehe ich nicht so die große Zukunft darin. Einer der wohl ältesten Modellbauer vor Ort ist Wolfgang Gretemeyer. Die Titanic habe ich noch gebaut. Ich habe noch andere kleinere Schiffe, die ich jetzt baue. Die sind bei mir im Keller. Und das meiste, was ich denn daran interessant finde, ist, dass man zum Anfang an erst einmal den Plan selber erstellen muss. Die Maßstäbe, die ich benutze, sind meistens 1:100, weil die gibt es nicht zu kaufen und die gibt es auch selten. Und wenn, muss man die im Computer umrechnen lassen, dass man dann dementsprechend einen Plan erstellt. Und diesen Plan kann man dann aneinander kleben. Der ist dann ungefähr so 1:100 im Maßstab von dem Modell. Das heißt, je nach Modell entweder 2 Meter oder 2,70 Meter. Und dann kann man danach bauen. Dann wird Sperrholz gekauft, dieses Modellbausperrholz. Da kann man sich dann die Stücken alle rausschneiden, nach dem Plan, so wie das vorgegeben ist. Und man macht dann auch die Spanten und den Kiel unten alles aus etwas dickeren Sperrholz und verleimt das dann dementsprechend. Und dann kommt außen nachher die Außenwände. Links und rechts Backbord- und Steuerbordwände werden dann durch den 1 mm Sperrholz angeleimt. Das wird mit wasserfestem Leim gemacht. Wenn dann der Grund fertig ist, unten, dann wird dort weiter die kleinen Fenster alle eingeschnitten. Das ist alles von Hand gemacht, auch bei den Aufbauten. Die ganzen Seitenteile, Backbord, Steuerbordseite, ist alles von Hand ausgesägt mit einer kleinen Laubsäge, was sehr viel Mühe und sehr viel Zeit gebraucht hat. An dieser AIDA habe ich jetzt 2 Jahre gebaut. Die erste AIDA Cara war ja so, dass sie ohne Außenkabinen war. Das ist nachher die AIDA Cara dann verkauft worden, hat eine andere Reederei übernommen. Dann war sie in Rostock auf der Neptunwerft und dann wurde sie da umgerüstet und dann wurden auch die Außenkabinen angebaut. Es ist so, dass die AIDA Cara für mich das einzige Schiff ist, was noch als Schiff bezeichnet. Die moderneren mit den hohen Hochhäuseraufbauten, das sind für mich schon keine Schiffe mehr. Akku ist leer. Ich gehe da jetzt mal eben ran. Ja, das hat ganz schön Ärger. Das ist schon eine Bergerin, da brauche ich nicht mehr machen. Ich will auch nicht mehr träumen, dass ich doch mal die AIDA noch mal anschieben darf. Der Nutzung der Raumbereich da. Und wir werden in Kürze mit Milo